Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von autoforie.de und ihr seht schon das Schätzchen neben mir stehen, was wir euch in diesem Video vorstellen möchten, nämlich den neuen Porsche Panamera Sport Turismo. Wir starten wie immer mit dem Design, aber ich muss euch direkt sagen, vorne kann ich eigentlich nicht wirklich neue Informationen zu diesem Fahrzeug geben, denn die Limousine und der Sport Turismo, die sind sich tatsächlich bis zur B-Säule komplett gleich. Das heißt, wir haben hier keine Neuigkeiten in dem Sinne, sie sind sogar gleich lang und gleich breit. Ich kann euch aber noch so ein, zwei Infos mitgeben, wie zum Beispiel serienmäßig kommt der Sport Turismo mit LED-Scheinwerfern und man kann dann upgraden bis auf Matrix-Scheinwerfer. Außerdem startet dieses Fahrzeug mit 19 Zoll Felgen in der Basisversion und bis 21 geht es dann. Und wenn ihr jetzt einen Blick auf unsere Felgen hier bei unserem Modell werft, dann seht ihr eins, nämlich dieses quietschgelb-grüne dahinter. Das ist selbstverständlich die Bremse und die ist in dieser Farbe, weil wir hier den Hybrid stehen haben. Wer das nicht möchte, der kann das Ganze natürlich auch ändern lassen. Jetzt schauen wir uns aber mal das Teil an, das sich komplett verändert hat, nämlich das komplette Hinterteil. Und im ersten Moment möchte man von der Designsprache her sagen, das sieht doch ziemlich aus wie die Limousine. Ja, vielleicht, aber im Endeffekt hat sich die komplette Anordnung hier geändert und auch der Kofferraumdeckel. Denn ihr kennt es vielleicht, bei der Limousine haben wir das Nummernschild unten angebracht und darüber befindet sich dann der Kofferraumdeckel, den wir dann über dem Nummernschild sozusagen öffnen können. Hier ist es aber der Fall, dass der Kofferraumdeckel wirklich bis hier unten geht und das Nummernschild auf dem Kofferraumdeckel befestigt ist. Das heißt dementsprechend, dass auch die Ladekante deutlich tiefer ist als im Vergleich zur Limousine. Wer da jetzt die genauen Daten und die genauen Zahlen haben möchte, die findet ihr unten in der Infobox. Bevor ich euch das Ganze allerdings genau mal zeige, möchte ich noch einmal kurz hier hinten einen Blick drauf werfen. Hier seht ihr nämlich den Heckspoiler, der jetzt in diesem Moment einfach schön versenkt ist. Er kommt aber gegebenenfalls ein bisschen hoch raus und neigt sich sogar etwas über nach Bedarf. Ist natürlich optisch ein super schöner Hingucker, aber bei diesem Fahrzeug tatsächlich auch nötig. Jetzt öffnen wir aber mal den Kofferraum mit der serienmäßigen elektrischen Heckklappe im Übrigen und finden dahinter einen Kofferraum von 520 Litern Volumen, dementsprechend ungefähr 25 Liter mehr im Vergleich zur Limousine. Das Ganze lässt sich aber noch erweitern auf 1390 Liter, wenn wir denn möchten. Preislich startet der Panamera Sport Turismo bei knapp 97.000 Euro. Die Version, die wir hier haben, startet bei 112, nämlich der Panamera 4e Hybrid Sport Turismo. Also sehr langer Name. Sehr schönes Triebwerk, wie ich finde, nämlich der 2,9 Liter V6 Biturbo mit den zwei Turboladern zwischen dem V und dazu nochmal das Hybridmodul im 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe, was uns nochmal zusätzlich 100 kW Leistung bringt. Das heißt, insgesamt haben wir hier eine Systemleistung von 340 kW oder auch 462 PS. Und auf der anderen Seite, wenn man den Hybridzyklus gut nutzen kann, einen Normverbrauch von 2,5 Litern. Was den Hybrid und seine ganzen technischen Vorzüge und auch die rein elektrische Reichweite angeht, haben wir schon mit der Limousine einen sehr ausführlichen Test gemacht, insbesondere wie weit er rein elektrisch fahren kann, und wir konnten da auch die rein elektrische Reichweite von knapp 50 Kilometern bestätigen. Auch im Innenraum des Panamera Sport Turismo sieht man, dass Limousine und Sport Turismo sich bis zur B-Säule gleich sind. Dementsprechend haben wir hier im Cockpit keine Veränderung im Vergleich zur Limousine. Serienmäßig haben wir hier ein 12,3 Zoll Touch-Display sowie links und rechts zwei kleine 7 Zoll Displays. Zusammenfassend kann ich euch ganz kurz sagen, super schöne Verarbeitung, hochwertige Materialien. Es gibt eigentlich in dem Sinne nichts zu meckern. Man kann sich selber aussuchen, wie man was gestalten möchte. Ihr seht jetzt hier in diesem Exemplar hier zum Beispiel so ein verlaufendes Holzmuster. Es gibt aber noch ganz viele andere Materialien, zwischen denen ihr euch entscheiden könnt. Es sollte für jeden was dabei sein. Hier hinten im Fond unterscheidet sich der Sport Turismo ganz wesentlich von der Limousine. Allerdings in unserem Fall
nicht. Denn theoretisch könnte man statt dieser wirklich schön aufgeräumten Mittelkonsole mit dem kleinen Touch-Display, wo man dann auch ein bisschen sehen kann, was vorne passiert, hier noch einen kleinen Notsitz haben. Das heißt, der Sport Turismo basiert auf einem 4+1 Sitzkonzept. Das heißt, wir haben trotzdem diese großen Einzelsitze und einen kleinen Notsitz dazwischen. Das ist jetzt nicht unbedingt angenehm, aber glaube ich für kurze Strecken ganz ausreichend. Was wir jetzt auch hier haben, typischerweise Porsche, das heißt, wir haben nicht nur die Sitzverstellung hier hinten, das heißt, wir können so ein bisschen entspannter nach hinten lehnen, sondern auch Klimatisierung, Sitzheizung, also alle Annehmlichkeiten und nach oben hin auch einen schönen Ausblick durch das Panoramaglasdach. Direkt zu Beginn ein Wort zum Verbrauch. Also die 2,5 Liter Normverbrauch werden bei einem Plug-in-Hybrid ja sehr speziell errechnet. Jetzt haben wir aber, und das finde ich ist doch immer noch ein sehr erfreulicher Wert, 6,1 Liter erreicht. Also im Moment seht ihr wahrscheinlich im Display was anderes. Das ist aber, um die Batterie wieder aufzuladen, waren wir im Sport bzw. Sport Plus Modus. Und klar, da nimmt er sich dann mehr, aber 6,1 bei der Leistung finde ich mehr als in Ordnung. Und Leistung ist auch ein Thema, die hat der Sport Turismo trotzdem inne, egal in welcher Dimension man den Motor wählt. Soll heißen, wir haben schon in ein paar, sagen wir mal, sehr schönen kurvigen Passagen querdynamische Bereiche von über 1,2 G erreicht und in der Gewichtsklasse finde ich das schon einen sehr beachtlichen Wert. Bei den Fahrmodi haben wir euch ja bei der Limousine eigentlich alle sehr ausführlich gezeigt, aber jetzt hier auch in Sport zum Beispiel zeigt sich, dass ein Hybrid nicht unbedingt langweilig sein muss. Soll heißen, vom einen zu der Dynamik natürlich, aber auch zum anderen, wenn ich mal vom Gas gehe, hört man so ein leichtes Gebubbel da hinten. Das ist einfach eine sehr schöne Untermalung dieses Hybrid. Der natürlich auch, wenn man hier am Rädchen mal auf Hybrid-Auto geht, dann einfach genau clever wählt, reicht es mir jetzt mit der Batterie oder muss ich doch den Verbrenner hinzuschalten. Im Moment sind wir jetzt in Hybrid-Auto und wenn wir dann im Drehrädchen auf E-Power gehen, dann geht auch direkt der Motor aus und wir fahren rein über die E-Maschine, also dieses 100 kW Elektromodul, das zwischen Motor und Getriebe sitzt. Und der kann natürlich auch noch weitaus schneller, so viel schneller, dass wir das hier in Kanada gar nicht rausfinden können, denn maximal haben wir bisher 100 km/h Schild gesehen. Insgesamt finde ich den E-Hybrid immer noch eine sehr schöne Kombination von einem sehr spontan ansprechenden Motor mit dem 2,9 Liter V6 Biturbo und eben dem E-Modul, das uns schon sehr früh sehr viel Systemdrehmoment gibt. Das heißt, ich würde mal sagen, so wirklich knapp um 1100 Umdrehungen haben wir echt mega viel Dampf und das macht eben dieses Fahrzeug nicht nur effizient, sondern auch sehr spaßig aus, sagen wir einfach mal, engen Kurven. Im Vergleich jetzt mit der Limousine muss man ganz ehrlich sagen, man merkt auf der Hinterachse keine Unterschiede. Das heißt, wir haben ja an sich ein 5 mm höher bauendes Fahrzeug, aber es ist trotzdem ganz klar ein Panamera. Er ist nur minimal anders geschnitten von der Karosserieform, aber sportlich und dynamisch ist er genauso wie seine Limousine. Wie immer gegen Ende eines Videos bekommt ihr ein kurzes abschließendes Fazit zu uns, in diesem Fall zum neuen Porsche Panamera Sport Turismo. Man muss wirklich sagen, Porsche ist sehr, sehr schön nah an der Limousine dran geblieben. Designtechnisch wie auch fahrtechnisch sind sie wirklich sehr, sehr nah beisammen und das finde ich sehr, sehr, sehr gelungen. Außerdem möchte ich an dieser Stelle mal herausstellen, wie schön nah Porsche doch tatsächlich mit dem Sport Turismo an dem entsprechenden Concept Car dran geblieben ist. Viele Hersteller weichen sehr, sehr stark davon ab. Hier ist dem nicht so. Hier ist man wirklich so nah dran geblieben, wie es möglich war. Daumen hoch dafür. Jetzt geht allerdings das Wort an euch. Wie gefällt euch der neue Porsche Panamera Sport Turismo? Ist das Fahrzeug, wo ihr sagt, ja, das hätte ich richtig gerne? Oder sagt ihr, nee, ich bleibe doch lieber bei der Limousine oder Panamera ist vielleicht gar nichts für euch? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare und wir mischen wie immer mit. Und dann folgt der obligatorische Werbeslogan zum Schluss. Ich freue mich jedes Mal drauf. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Ganzen doch einen Daumen hoch. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann tut das doch direkt und aktiviert die kleine Glocke mit dazu, damit ihr jedes unserer Videos sehen könnt. Und dann kann ich nämlich auch sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!